don't know how convinced you are of what I'm proposing, that Beethoven was not just somebody who made pleasant music, but who went through a very profoundly transformative process. Ich weiß nicht, inwieweit ich euch davon überzeugen konnte, dass Beethoven nicht einfach nur ein genialer Musiker war, sondern einen ganz tiefen innerlichen Prozess durchlaufen hat. Does this seem questionable to anybody here? Stellt das jemand in Frage? Even musicians are inclined to think so. Selbst Musiker neigen dazu, daran zu denken, das zu glauben. Even though musicians don't like this idea that music is more than music. Obwohl die Musiker denen die Idee nicht gefällt, dass Musik mehr als Musik ist. Schubert is not so obvious, but I think it becomes obvious if we consider this, how his awareness of his sickness ripened him, made his music so much deeper. Bei Schubert ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber ich denke, wenn wir seinen Reifeprozess, der eingeleitet wurde durch das Bewusstsein des frühen Todes, sehen, der sich in den Werken niederschlägt, dann ist es auch hier greifbar. When my friend Tòtila Alber explored Schubert, als mein Freund Tòtila Alber Schubert erforschte and came to the end of the Ninth Symphony, und ans Ende der 9. Symphonie kam, he asked himself, is there anybody else in the musical world that went through a similar process? und da fragte er sich dann selbst, gibt es wohl sonst noch jemanden in der Welt der Musik, der durch einen ähnlichen Prozess gegangen ist? And he asked himself, where should I look for it? Und er fragte sich, bei wem er danach suchen sollte. And he was inclined to explore Schumann, Und er neigte dazu, sich Schumann zuzuwenden, because Schumann was the person through whom Schubert became known. denn bei Schumann handelte es sich um denjenigen, der Schubert bekannt gemacht hatte. Schubert did not become a famous composer because he was not a good pianist. Schubert wurde nicht zum berühmten Komponisten, da er kein guter Pianist war. Beethoven was famous as a pianist and an Denn improviser. Beethoven war auch berühmt als Pianist und Improvisateur. And that made people interested in his music. Und das wiederum brachte die Menschen dazu, sich für seine Musik zu interessieren. Schubert was not a virtuoso. Schubert war kein Virtuose. He gave only one piano concert in his life. Er hat im ganzen Leben nur ein einziges Klavierkonzert gegeben. Near the end of his life. Und das war schon gegen Ende seines Lebens. But Schumann, who was the next generation, became very interested. Aber Schumann, der zur nächsten Generation gehörte, entwickelte ein großes Interesse. He visited Schubert's brother and found their manuscripts. Er besuchte Schuberts Bruder, er fand die Manuskripte. He looked for manuscripts anywhere he could. Und er suchte nach den Manuskripten, wo immer ihm möglich. And since he was a dirigent, he was known as a conductor, he was the one who first performed Schubert's symphonies.
Und Schumann war als Dirigent bekannt und er war der Erste, der Schuberts Werke dirigierte. If we looked at Schumann's life for any hint that his life might have been unusual, und wenn wir dann in Schumanns Leben nach einem Zeichen dafür suchen, dass sein Leben vielleicht ungewöhnlich verlief, anything that made him not just somebody who writes music, irgendetwas, das ein Zeichen darauf war, dass es sich bei ihm nicht nur um jemanden handelte, der Musik komponierte. there is one thing, Da gibt One es thing- eins, that's a personal tragedy too, just like the tragedy of Beethoven's deafness or the tragedy of Schubert's sickness. und da finden wir auch bei ihm eine Sache, bei der es sich um eine persönliche Tragödie handelt, genauso wie bei Beethovens Taubheit oder bei der Syphilis von Schubert. Does anybody know about that? Weiß jemand von der Tragödie Schumanns? Somebody is pointing to his finger. He was trying to force himself as a pianist for independence of his fingers. And he had strings from the ceiling hold back one or two of his fingers. And he developed a paralysis or developed a problem with his pianistic life was interrupted by problems, a motor problem. Also jemand hat gerade auf seinen Finger gezeigt, das stimmt. Schumann strebte so sehr danach, ein großer Pianist zu sein, aber er hatte Schwierigkeiten, er hatte eine Art Fingerlähmung und so hatte er sogar eine Konstruktion mit Fäden, die von der Decke hingen, wo er dann einen oder zwei seiner Finger einhängte, um die beweglich zu haben. But that perhaps was good fortune and not so tragic, because it led him to concentrate more on composition. Aber vielleicht war das eher etwas Gutes als ein tragisches Element, denn es führte dazu, dass er sich mehr der Komposition als dem Klavierspielen widmete. His tragedy was madness, Seine Tragödie, das war der Irrsinn, psychosis, Psychose or as you say in German, Umnachtung. oder, wie man im Deutschen sagt, die geistige Umnachtung. He lost his mind. Er verlor seinen Kopf. And after his death, it was known what the cause of that was. Und nach seinem Tod fand man die Ursache dafür heraus. It was also syphilis. Auch er litt an Syphilis. And it's a very extraordinary story Und das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte, that when his autopsy was performed, dass man während seiner Autopsie, most of his brain was gone. da fand man, dass der größte Teil seines Gehirns verschwunden war. But he managed to compose without it. Und doch hatte er es geschafft, zu komponieren ohne dieses vollständige. He didn't have the neocortex, Ihm fehlte the- das Neokortex, the white matter. He had only die the weiße Hirnmasse, primitive brain, the subcortical, the thalamus. er hatte nur noch das primitive Gehirn, den Thalamus. And it's a strange thing that when people age, when people lose some of their cognitive brain, Und das ist eine eigenartige Sache, wenn die Menschen altern, wenn sie einen Teil ihres kognitiven Gehirns verlieren, they become much worse as people. All their ego becomes much bigger. da werden sie als Menschen viel schlimmer, das Ego wächst. Or to the opposite, there remains something very essential. Es kann auch das Gegenteil der Fall sein.
und etwas ganz Wesentliches erhalten bleiben. It helps some people to lose their ordinary mind. Manchen Menschen hilft es, ihren gewöhnlichen Geist zu verlieren. And what they have developed that is deeper remains has gone into a deeper brain. Und dann bleibt das, was tiefer gegangen ist, wie in einem tieferen Gehirn vorhanden. So Schumann was an example of that. He could compose without a brain. He could compose with his primitive brain. Und Schumann war ein Beispiel dafür. Er konnte ohne das große Gehirn mit dem primitiven Gehirn weiter komponieren. So Tòtila was inclined to explore. The word he used was to auscultate, like when a doctor puts the ear against your chest to hear. Und so war Schumann geneigt, Schubert sozusagen abzuhören, wie der Arzt, der die Brust abhört. And I had a record. I had the old Platten, the 33 Vitrola. Ich hatte eine alte Schallplatte, die 33er. From Schumann's Fourth Symphony. Mit Schumanns 4. Symphonie. Later I knew that it was not really the Fourth Symphony. What is called the Fourth Symphony is the one he wrote first. He finished it much later in life, but it was his first symphonic work. Später erfuhr ich dann, dass es sich bei der sogenannten 4. Symphonie eigentlich gar nicht um die 4., sondern um die erste handelte, die er geschrieben hatte, allerdings erst später beendete und daher der Name. So one day I came to him and I gave him these records that somebody at school had given me, some companion in the last year of school. Und so gab ich dann Tòtila eines Tages diese Schallplatte, die mir jemand in der Schule, ein Schulkamerad im letzten Schuljahr gegeben hatte. I don't remember whether I had heard them. Maybe I had heard them, but I didn't find them remarkable. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie wirklich gehört hatte. Und falls das der Fall war, da fand ich sie nicht so sehr bemerkenswert. So now there came an occasion. Tòtila was thinking, getting interested in Schumann. I'll give it to them. Und dann dachte ich, jetzt, wo Tòtila sich anfängt für Schumann zu interessieren, da gebe ich ihm die Platte. And I want to show you the first page of what he did. Und ich möchte euch die erste Seite zeigen. It has a quality of like somebody telling a story. Das hat die Qualität It's not dramatic, it's more. Do you remember? You remember? Das ist nicht so dramatisch, das ist wie jemand, der eine Geschichte erzählt und dann anfängt, erinnerst du dich noch als? It says, God, your angel Lucifer fell with a host of angels. Do you remember where they went? I feel as if I were him.
And I don't know where, from where, and since when, I might say I am obsessed. I'm thinking of this angel who, from long ago, a little more. It's a process where he's like vaguely remembering and he cannot understand why his mind is full with the sense of this angel that fell from heaven. And it seems, is it me? I feel I am an angel that fell from heaven. And I am here wanting to go back. Es ist dieser Prozess, wo sich vage an all dies erinnert mit den Engeln, was ihm den Geist füllt. Und dann fragt sich, bin ich hier oder gehe ich weg? He says, I only know this from the body. If it's man and woman in heaven, I am your Lucifer that fell head down into the world. And Tòtila was very surprised with this first time in his dictation. There comes a personal name, Lucifer. There comes a mythological figure. There comes a character. It had never happened before or after. Und Tòtila selbst war also ganz überrascht davon, vom Auftauchen dieses persönlichen Namens von Lucifer, von einem Charakter, einer mythologischen Figur. Das war vorher nie der Fall gewesen. And he interpreted that as meaning that Schumann himself was, in a way, as Jung would have said, possessed of the Lucifer archetype. He was very taken with this mythological way of interpreting himself. Und Tòtila selbst interpretierte das so, dass Schumann, wie Jung gesagt hätte, besessen war von diesem Archetypen. And then he read a biography of Schumann and found that his psychosis was one in which the demonic was very much present and the angelic too. Und als dann eine Autobiografie oder Biografie Schumanns las, da wurde sich bewusst, dass also das Dämonische und Engelhafte in seiner Psychose ganz stark vertreten war. And the sounds, the musical sounds became sometimes devilish, sometimes angelic. Und so wurden auch die musikalischen Klänge manchmal teufelhaft und manchmal engelhaft. And at the end of his life, he became very interested in Goethe's Faust. Und am Ende seines Lebens entwickelte er ein starkes Interesse für Goethes Faust. He set to music parts of Faust. Und er schrieb den musikalischen Teil dazu. So it seems suggestive that there is some biographic confirmation of this notion of. Also gibt es so etwas wie eine biografische Bestätigung dieser Idee von Tòtila, wo da halt Lucifer auftaucht.
But Tòtila's Lucifer goes more, you could say, completes the journey that Mephistopheles, Goethe's Mephistopheles, remains a devilish creature all throughout the work. Faust goes up to an apotheosis, but not Mephistopheles. Doch der Unterschied ist, dass bei Tòtilas Lucifer, der beendet den ganzen Weg, während Mephistopheles in Faust, der bleibt ja, Mephistopheles, der bleibt ja eine dämonische Figur. Faust selbst, ja, kann abschließen, aber hier der Lucifer legt die ganze Reise zurück. In Faust it's ambivalent. Mephistopheles is supposed to be bad, but he's a very good therapist for Faust. He brings him back to his youth, gets him out of his den and his spider webs, and Bei Faust ist es takes halt him eine back to fall in love again. ambivalente Geschichte. Da ist Mephisto, der ist auch gut für Faust. Er lehrt ihn viel. Er führt ihn zurück in die Liebe. So if Faust is saved, it's paradoxically through Mephistopheles' help. Und so wird Faust gerettet und paradoxerweise geschieht das mit Mephistos Hilfe. But here it's more a fallen angel, like humans are seen as human angels, that are like sick angels. We have fallen into this sick world and gotten infected from this pestilence here. Und hier ist es But we can wake up again and come back. Hier ist es dann vielmehr der gefallene Engel, dieses menschliche Kranksein des Fallens. Veamos quinteto comienzo. So I'll show you a little bit more of how Tòtila finds in other Schumann's works different ways of presenting the same idea. Und jetzt werde ich euch ein paar andere See. Stellen zeigen, wo Tòtila in Schumanns Werk die gleiche Idee wiederfindet. Here's a quintet with piano. Here it's cosmogony. North, south, east, west, come out from my heart. It's like God saying, let all the directions arise. So als ob Gott sagt, lasst alle Himmelsrichtungen erscheinen. As the unity gets fragmented into a manifold. Night, day, God says, be divided in the eternal. Die Einheit wird aufgeteilt. And one more, la próxima. So Lucifer says, oh, I was so happy in that unity, and now I alternate between sadness and joy, and I feel far from you. How did this happen? Am I guilty? And I'll show you the end of the quintet where there is this subject of all coming back into unity. Und jetzt werde ich euch das Ende des Quintetts zeigen, wie alles wieder in die Einheit zurückkehrt.
God, this heart, divided in space and time, was once yours. This heart, divided in pleasure and pain, is again one. Now it's healed in pleasure and pain. Ausgeheilt, not geteilt. Oh, healed, healed from pleasure and pain, is again yours. One. Un poquito. I won't translate the whole thing, but I think you get the idea. And it's an idea, it's the essence of the religious process of multiplicity being brought back into unity, the essence of the inner journey that the ordinary mind becomes this mysterious mind in the experience of unity, beyond thinking. Wird nicht alles übersetzen, ist ja auf Deutsch da, aber es ist halt die Essenz der Reise und auch die Essenz der Idee aus der Einheit wird aufgeteilt und findet es wieder zurück. But I'll show you the end of this quintet, because it's as if one who is journeying, one who is seeking something in the beyond, only completes the journey when back to earth comes to see the divine in everything. In the Buddhist language, there are two concepts that we are very familiar with that seemed contradictory. One is we have to big crossing. We have to go to the other shore. We have to go from samsara to nirvana. Nirvana literally means extinction. It's very much like saying death, the disappearance of the ordinary world for the nirvana world, for the mystery to arise, the mystery of awakening to the other conscious. Okay. You should be closer to me. But can I translate it? Otherwise I forget. Yes, I forgot already. So have I. Also der Claudio weist jetzt nochmal auf die Übereinstimmung mit den buddhistischen Ideen hin, der Weg hin vom Samsara zu Nirvana, wobei Nirvana dann auch so etwas wie die Auflösung ist, der Tod, das Loslassen von allem. But in Buddhism, in Mahayana Buddhism especially, and in Tibetan Buddhism, aber besonders im Mahayana und im tibetischen Buddhismus, you find the idea that samsara is nirvana. Da findet ihr dann die Idee, dass Samsara und Nirvana das Gleiche sind. How can these two things be reconciled? These two statements. Wie kann man diese beiden verschiedenen buddhistischen Aussagen zusammenbringen? It's because there are moments in the journey where you need to think one way or the other. Es ist, weil es Momente auf der Reise gibt, wo man den einen oder den anderen Weg einschlagen muss. When you're a beginner, you want to reach the other shore. Und wenn du Anfänger bist, dann willst du ans andere Ufer gelangen. When you are in the other shore, you realize the other shore and this shore are not different. Aber wenn du auf die andere Seite gelangt bist, dann merkst du, es gibt keinen Unterschied zwischen diesem Ufer und dem anderen. In the Zen tradition it is said, first the trees are trees, the mountains are mountains. In der Zen-Tradition, da sagt man, erst sind die Bäume Bäume und die Berge Berge.
when you are in the middle of a way, the trees are no longer trees and the mountain is no longer a mountain. Aber wenn du auf der Mitte des Weges angelangt bist, dann sind die Bäume nicht länger Bäume, die Berge nicht länger Berge. But at the end of the journey, the trees are trees again and the mountain is a mountain. Doch am Ende der Reise, da sind die Bäume wieder Bäume und die Berge wieder Berge. So, at the beginning it's like Tagore in one of his poems says, "Oh God, I want to leave everything and go to you." Das ist so wie zu Beginn des Gedichts von Tagore, wo er am Anfang sagt, oh Gott, ich träume von dir, ich möchte zu dir. And God speaks to him from the voice of his child. And his child says, "Daddy, stay here." Und dann spricht Gott zu ihm mit der Stimme seines Kindes, die ruft, Vater, Vati, bleib hier. But he is in his yearning for transcendence and he doesn't hear this and continues talking to God. "I'm coming to you, God. I'm going to leave this world behind." Doch in seinem Sehnen nach dem Hören, da hört er die Kinderstimme nicht und spricht einfach immer weiter zu Gott. Gott, ich komme zu dir, ich lasse diese Welt hinter mir. And the wife says, "We love you here and what are you looking for anywhere else?" Und dann sagt die Frau, wir lieben dich doch hier, was suchst du denn woanders? Etc. Und so weiter. But at the end, anybody who has found transcendence finds that transcendence is at the core of the manifest world. It's at the root of everything. Doch am Ende ist es halt so, dass derjenige, der die Transzendenz aus dieser Welt gefunden hat, dann überall ist. And in Christian mysticism, that's what's called the via unitiva, the part of the path after the dark night. The coming back here and finding heaven is on earth too. Im Christentum ist das, wenn man nach der dunklen Nacht der Seele dann wieder das Licht findet und feststellt, hier auf der Welt ist auch alles vorhanden. So that is here expressed at the end of his quartet. It's not what I wanted to show, but take it on. Let's just stay with the idea that Schumann had an intuition of this completion of the journey. Also es ist nicht genau das, was ich eigentlich zeigen wollte, aber lasst uns bei der Idee bleiben, dass Schumann eine Intuition vom Ende dieser Reise hatte. But he didn't quite accomplish it in his life. Aber er konnte sie in seinem Leben nicht wirklich vollenden. It seems that he made it to the spiritual realm, but he could not
bring it into embodiment. Es sieht so aus, als sei er in die geistige Höhe gekommen, reich gekommen, aber er konnte es nicht verkörperlichen, nicht zurückbringen. He became, how can we translate into English, umnachtet? He became gone, he was gone. Darkened. Huh? Darkened. And darkened. And enlightened. Yes, he became, he had a very strong bond. He had a very wonderful love life, Schumann and Clara Schumann. They had a journal that they wrote in together every day for many years. Also Schumann hatte Very transparent to one another. ein wundervolles Liebesleben mit Clara. Sie hatten ein gemeinsames Tagebuch, wo sie jeden Tag hineinschrieben. And he couldn't sustain that. And he attempted suicide by throwing himself into the Rhine. Und er konnte das irgendwie nicht aufrechterhalten, nicht tragen. Er versuchte Selbstmord zu begehen, indem er sich in den Rhein stürzte. They rescued him. Man rettete ihn. Very strangely, he was rescued by two people dressed as Arlecchino and Colombina. Und zwar ist es ganz Characters, Fasching, ganz eigenartig. Seine Rettung erfolgte durch verkleidete Personen an Fastnacht, und zwar Harlekin und Colombina. It was very strange because Schumann became famous with his carnival. Und das ist sehr eigenartig, da Schumann ja durch seinen Karneval berühmt wurde. He had two pieces for piano that were very special. The Carnival is the name of one of them, and the other is Fasching in Wien. Er hatte zwei ganz besondere Klavierstücke. Eins davon hieß Karneval und das andere Fasching in Wien. Fasching in Wien, Carnival in Vienna. So he was very fond of masking himself, presenting music as a procession of masks. Und er war ganz begeistert davon, sich selbst Masken anzulegen und halt auch die Musik als eine Parade von Charakteren, von Masken He seemed to have a tendency to perceive humans as different masks. Und er schien eine Tendenz dazu zu haben, Menschen als verschiedene Masken wahrzunehmen. Just like we do when we are concerned with the Enneagram. So wie ich, die wir uns mit dem Enneagramm beschäftigen. What type of Enneagram is he? Seven. Lots of fantasy. And he was a great admirer of a German writer. Er war eine 7 mit viel Fantasie, ein großer Bewunderer eines deutschen Schriftstellers, That now has been somewhat forgotten. der vergessen wurde. Jean-Paul. Jean-Paul? Jean-Paul? Anybody has read him? I haven't because the German is too complicated, and he's not so well translated. He was had great identification with Jean-Paul. Schumann hatte eine große, identifizierte sich stark mit Jean-Paul. Claudia hat ihn selbst nicht gelesen, da das Deutsch zu schwierig ist und keine gute Übersetzung vorliegt. Jean-Paul was somebody who had also an awakening. Auch Jean-Paul ging durch das Erwachen. You were talking about the other day because he hadn't completed it, and I just wondered if you could
Also die Mary Aubrey sagt, das letzte Mal haben wir von der Kontraktion nach der Erleuchtung, das Zurückgehen, die Kontraktion gesprochen. Und vielleicht war es bei Schumann, da er es nicht vollendet hat, der Selbstmord. Aber sie möchte, dass Claudio noch mal mehr davon spricht. The first person who wrote about it in the Christian tradition, St. John of the Cross, Also wer als erster in der christlichen Tradition darüber schrieb, war der heilige Johannes vom Kreuz. he wrote a book called The Dark Night of the Soul. Der schrieb das Buch Die dunkle Nacht der Seele. And it was not an autobiographic book, it was a book for the novices to know what's coming to them. Und das war kein autobiografisches Werk, sondern das war ein Buch für die Novizen, das sie lehren sollte, was auf sie zukommt. For people not to be discouraged, Damit die Menschen sich nicht entmutigen lassen sollten. because there is a stage of grace, a stage of spiritual abundance. Denn es gibt einen Zustand der Gnade, einen Zustand der spirituellen Abundanz, como se dice? Visions, insights, Überfluss, Visionen, Insights. and then that diminishes, Und das nimmt ab. and there comes a dry period. Und dann kommt die Trockenphase, die Dürrezeit. In the Sufi world, this is very well known, Das and ist it is emphasized that the contraction stage is one of further growth, even though it seems to be stagnation. Und in der Sufi-Welt ist das sehr bekannt. Da sagt man, dass diese Zeit der Kontraktion, obwohl es so als Stagnation empfunden wird, tatsächlich eine Zeit des Wachsens ist. What St. John of the Cross says is that spiritual exercises don't work any longer. Und was der heilige Johannes vom Kreuz sagt, ist, dass spirituelle Übungen hier nicht mehr länger helfen. Or they seem not to work. Oder es scheint so, dass sie nicht mehr funktionieren. I would say that every culture has known this. In Zen it's called Zen sickness. Also es scheint, als ob jede Kultur dies gekannt hätte. Im Zen heißt es, what sickness? Zen sickness. Die Zen-Krankheit. Many of the great masters had a time when they seemed to lose it or become less inspired, and they are abandoned by their students. Also die Zen-Krankheit, weil alle großen Meister diese Phase durchlaufen hatten, wo sie plötzlich nicht mehr so klargeistig schienen und von ihren eigenen Schülern verlassen wurden. I underwent that myself. Ich selbst bin durch diese Phase gegangen. And my sense of it was that it was in part due to my realizing that my abundance was selfish, Und bei mir war narcissistic. das so, dass ich mir bewusst wurde, dass mein Überfluss, den ich erlebte, zum Teil narzisstisch war. I was, as a 5, I always thought I don't have enough to give. Als 5 hatte ich immer gedacht, ich habe nicht genug zu geben. When I had the enlightenment experience, Und als ich dann diese Erleuchtungserfahrung hatte, I felt like a son. I was giving so much. da fühlte I had ich my hands mich full, wie eine Sonne. Ich gab so viel, meine Hände waren voll. and I was so happy that finally I could give. Und ich war so glücklich, dass ich letztendlich geben konnte. And then I implicitly felt I was full of love. Und so fühlte ich implizit, dass ich voller Liebe war.
And then I started to get the sense that I was in love with the role of a giver. Dann entdeckte ich oder hatte die Idee, dass ich verliebt war in die Rolle des Gebenden. Because I had been so poor internally as a child, Weil ich als Kind innerlich so arm gewesen war, then I was in some way channeling. I was passing on some inspiration, and I was taking credit for it. See how much I have. und als ich dann dies so kanalisierte und weiterleitete, da war da etwas von, schaut mal, wie viel ich habe dabei. And I had the sense that it was taken away from me, so I come to terms with having nothing. Und ich glaube, es wurde mir weggenommen, damit ich mich zurechtfinde, nichts zu haben. Because we need to accept our poverty. Denn wir müssen unsere Armut akzeptieren. We must accept being nothing special. Wir müssen es akzeptieren, nichts Besonderes zu sein. The dark night is a rich phenomenon, and not many people come to it, and fewer people survive it. Many people die before coming to it. Die dunkle Nacht ist so ein reiches Phänomen, aber nicht so sehr viele kommen dahin und noch weniger überleben es. Die meisten gelangen erst gar nicht hierher. For instance, the most prominent saint in Christianity Zum Beispiel der berühmteste christliche Heilige, is probably Saint Francis. das ist wahrscheinlich der heilige Franziskus. It seems he's an exception among the saints because many lives of saints have been studied and shown to have a dark night. Also es scheint sich bei ihm um eine Ausnahme unter den Heiligen zu handeln, denn man hat viele Leben von Heiligen studiert und bei den meisten schien es so gewesen zu sein, dass sie in eine dunkle Nacht kamen. But now it's known that Saint Francis also had his dark night and he died before coming out of it. Und heute weiß man, dass auch der heilige Franziskus eine dunkle Nacht erlebte und dass er starb, bevor er wieder He herauskam. was not sure he should have created the Franciscan order. Er war sich nicht sicher, ob er den Franziskanerorden hätte gründen sollen. And he lost charisma, he lost his power, he lost the ability to inspire the order he had created. Und so verlor er sein Charisma, er verlor seine Kraft, den Orden, den er selbst gegründet hatte, zu inspirieren. And it's not so well known because lives of saints are a matter of hagiography, a kind of idealizing writing that doesn't show the dark side. Und es ist also nicht so einfach, wenn man danach sucht, denn die Schriften, die es zu den Leben von Heiligen gibt, die haben diese Tendenz, deren Leben zu idealisieren. One interesting statement about the journey is in the Sufi tradition, Attar. He wrote the Conference of the Birds. In der Sufi-Tradition gibt es eine ganz interessante Aussage zu diesem Zustand. Akkar, der den Gesang der Vögel erzählte. Die Konferenz der Vögel. Anybody knows this work? Yes. It was made into theater by Peter Brook. Yes, das wurde von Peter Brook ins Theater übersetzt. There, the journey is presented as a group of birds, many birds that are following a guide among the birds that tells them they must journey to
the king of the birds. Also hier wird es so dargestellt, die Reise als Reise von vielen, vielen Vögeln dargestellt und man sagt ihnen, ihr müsst dem König der Vögel nachfolgen. And they have to cross 7 valleys. Und sie müssen mehrere Täler durchqueren. And there are immense, interminable valleys. Und es sind unendliche Täler. The first valley is valley of seeking. Das erste Tal ist das Tal. The valley of seeking. Das Tal des Suchens. Not everybody becomes a seeker. Denn nicht Not jeder wird everybody, zum Suchenden. not everybody goes into the journey. Nicht jeder beginnt die Reise. You need the birth of this special motivation, this motivation of seeking. It's like a spiritual thirst. Man braucht diese ganz besondere Motivation. Das ist so etwas wie ein spiritueller Durst, um sich überhaupt auf die Reise zu begeben. And then some birds manage to complete the journey of seeking, and they come to a range of mountains, and they come to the top of those mountains. Und einigen Vögeln gelingt es also, das Tal des Suchens zu vollenden, und dann kommen sie in eine Bergkette. And they see there's another valley after that, which is also very large. Dann sehen sie, dass unterhalb ein weiteres, ganz, ganz langes Tal liegt. And in the book, Attar describes the valley of love. Und im Buch beschreibt Attar das als das Tal der Liebe. And at the end of the valley of love, the seekers are like butterflies that fall in love with the light of a lamp. Und am Ende des Tals der Liebe angekommen, da sind die Vögel so wie Schmetterlinge oder Motten, die sich in das Licht der Lampe verlieben. And some do love so fully that they get burnt. Und manche von ihnen lieben so intensiv, dass sie sich verbrennen, dass sie verbrannt werden. But it seems that in human life, getting burnt is only a burning of the outer personality that needs to be subordinated to something bigger. Aber auf das menschliche Leben übertragen sieht das so aus, als sei das Brennen nur das Verbrennen der äußeren Persönlichkeit, als würde dadurch erst etwas Tieferes zutage kommen. So they come to the valley of knowledge. Und dann kommen sie ins Tal des Wissens. And I cannot tell the story with much detail, but I'll say that after the valley of knowledge comes the valley of detachment. Und ich kann die Geschichte jetzt nicht mit allen Einzelheiten erzählen, aber ich kann nur so viel sagen, nach dem Tal der Liebe kommt das Tal Detachment, Attachment. Detachment, des Nichtanhaftens, like des beyond knowledge Loslassens. comes Nach dem Wissen detachment. kommt das Loslassen. And then there's a valley of unity, and then there's a valley, there are valleys that have names that sound very big. Und dann kommen weitere Täler, das Tal der Einheit. Es sind alles Täler, die Namen haben, die sehr, sehr bedeutend klingen. But even though there is progress, it's a progress that is going down. Und obwohl es einen Fortschritt gibt, geht die Richtung nach unten. And there isn't a precise moment when the endarkment begins, but the book shows very well how progress and endarkment are together. Und es gibt keinen präzisen Moment, in dem die Verdunkelung beginnt, aber in dem Buch wird ganz deutlich erzählt, wie beide zusammengehören, der Fortschritt und die Verdunkelung. And the one before last of the valleys, Und das vorletzte Tal, the sixth valley, is the valley of poverty. das ist das Tal der Armut. And there the birds
when they have come to perfect poverty, they see that they're walking on a mirror. Und als die Vögel dann dorthin gelangt sind und die Armut vervollkommnet haben, da sehen sie, dass sie auf Spiegeln gehen. And then they see their collective reflection in Und the mirror. als sie dann ihre Gesamtheit wiedergespiegelt sehen, And that is the God that we're looking for. und da sehen sie dann den Gott, nach dem sie gesucht haben. It's like they find it in themselves, but in the collective self. Also nicht im Selbst, sondern im kollektiven Selbst. So I think this is similar to an aspect of the Dante journey. Dante describes going into hell. Ich sehe da Ähnlichkeiten mit Dantes Reise, der geht in die Hölle. By going into a cone into the earth, a conic space that has its center in the center of the earth. Indem durch einen konischen Raum ins Zentrum der Erde gelangt. And then he continues walking to the antipodes. Und dann macht er weiter, indem er zu den Antipoden geht. At the center of the earth is Satan. Im Zentrum der Erde befindet sich Satan. Satan, Satan. Satan. The devil. Devil, ja. And Dante, led by Virgil, have to go up the legs of the devil and towards the antipodes. Ja. Und Satan muss dann und Dante muss die Beine Satans hinaufklettern, um zu den Antipoden zu gelangen. And that leads us to the mountain of purgatory in the middle of the Pacific. Das führt ihn dann mitten im Pazifik zum Berg des Fegefeuers. Much before Columbus, he knew about the Pacific. Längst bevor Kolumbus etwas vom Pazifik wusste. Or knew that the earth was round. Wenn man wusste, dass die Erde rund war. So without changing direction, he goes into hell, and then without changing direction, comes to the mountain of purgatory. Without changing direction, he climbs the mountain of purgatory, and on top of the mountain finds the Garden of Eden. Das heißt, dass er ohne jemals die Richtung zu wechseln, erst in die Hölle, dann zum Berg des Fegefeuers und darüber zum Garten Edens gelangt. And there he meets Beatrice, Und the dort woman he trifft loved in his life, Beatrice, who has died in the meantime. die Liebe seines Lebens, die in der Zwischenzeit im Sterben lag. And looking into the eyes of Beatrice, they start to fly up to heaven. Und indem er in Beatrices Augen schaut, beginnt er in den Himmel zu fliegen. And they go through the different levels of the planets, different kinds of heaven, different colors of heaven. Und dort gibt es die verschiedenen Planeten, die verschiedenen Farben des Himmels. Until they come to the Empyrean, the place of the heavenly fire. Bis sie dann zum Ort des himmlischen Feuers gelangen, where Dante has a vision of a rose, which is a communion of saints, where all those who have traveled and finished the journey have come to oneness without losing their individuality. wo dann Dante das Symbol der Rose erblickt, stellvertretend für all diejenigen, die gereist sind und in eine Einheit gelangt sind. But I'm quoting this, I'm mentioning this, because the idea is that by going down you come up. Ich erwähne dies, weil was dahinter steckt, ist die Idee, dass man, indem man hinabsteigt, aufsteigt. It's not that you have to go down and then come up. Es ist nicht so, als müsstet ihr runtersteigen, um dann nach oben zu gelangen, Going down becomes going up. sondern das nach unten gehen wird zum nach oben steigen. I've lost sense of time. Ich habe das Gefühl für die Zeit verloren.
I have not shown you the Schumann I wanted to show you. Ich habe euch nicht den Schumann gezeigt, den ich euch zeigen wollte. Maybe a little bit more. Vielleicht noch Quartetto tres, ein klein wenig mehr aus dem dritten Quartett. dritten Quartett, Satz Dritter 3, Quartett hat er gesagt. tercer movimiento. I find they're not very well known. And then there begins another life. Perhaps it has already been started. Because I live in Lucifer. 9. Even earlier, the night has cocooned me. Are you wanting to be your own prophet? Do you want to free yourself from yourself? If I think about it, yes, it is so. I think one who prophesies his own Umnachtung is going out of the mind. It's Lucifer himself. Let's see this dialogue. Vuelve atrás unas líneas. Vuelve atrás a 5 líneas. Somebody is talking to him. Who are you to prophesy for yourself? Who is this who's talking to you? Also jemand spricht zu ihm. Una línea. Geist, wer bist du? Spirit, who are you? Schumann asks, Geist, wer bist du? Das fragt Schumann. And let's see the answer. Die Antwort. The same. The same to what? To whom? To the body, to the corpse. It's the one who is talking to him seems to be death, or some entity that is not among the living. Also es scheint sich bei dem, zu dem er spricht, den Tod oder ein totes Wesen zu handeln, einer, der nicht mehr lebt. He says, to who do you resemble? The corpse. Whose corpse? That's it. Compare with whom? The Spirit tells him, if you are Lucifer, better stay away from me. This is like if you touch me, you could die too. It's as if he's so
so much we're wanting to know in this spirit contact that he's endangering his life. Have you seen yourself? Give me a signal. You will get my meaning without my giving you signals. I won't give you proofs. Have you found yourself? I don't know. I know it. You know it? And not. No half-life in God.
I think it's very beautiful music. That's why I'm introducing the music to you without taking time to look into this text, except at the very end, which is coming soon. Ich denke, die Musik ist so schön, dass ich sie euch vorführe, ohne den Text für die Nicht-Deutschsprachigen zu übersetzen. Aber am Ende wird es nochmal sehr interessant. This last page, otra vez esta página. I'll go over the text. I baptize you in the pure river of heaven, like God does to the angels. So finally, Lucifer comes to heaven, or Schumann experiences in identification, creative imagination, is coming to the condition he's aspired, he had sehnt, he has longed for. But the way that's musically expressed, I think it's very touching. When you know the text and hear the music, I find it so beautiful that I wanted to share particularly this little piece of music, this part of this quartet. Claudio sagt, ich finde das so schön, wie hier Text und Musik zusammenfließen, dass ich hier nochmal Halt machen wollte und euch das vorspielen wollte. I baptize you in the pure river of heaven, like God did with us, the angels. I do with you. I baptize you out of the spirit of Lucifer. Steh auf. Get up and go to God. Auf Lucifer, aquí es el nombre. Huh? Aquí es el nombre. A Lucifer te nombro, te baptizo Lucifer. I baptize you as Lucifer. So, I hope that regardless of Schumann's experience, you have a new tool by the Lucifer metaphor is a very powerful way of looking at life. Und zudem hoffe ich, dass ihr trotz Schumanns Erfahrung hier mit der Metapher von
Luzifer etwas für euch gewonnen habt, denn die sind sehr stark. Im Leben kann man die gut anwenden. And let's have a break.